Auf ein neues heißt es heute. Nicht, dass ich keine Wanderung gemacht hätte in den letzten Tagen. Ich bin gerade im Rifugio Auronzo und das ist am Fuße der 3 Zinnen, der Tre Cime di Lavaredo. So heißt es auf Italienisch. Und was man sieht, ist alles Mögliche. Die 3 Zinnen sind hinter dem Gebäude, aber man sieht nichts Bekanntes. Man erkennt die 3 Zinnen nicht. Und das ist doch das Spannende. Ich laufe jetzt um ihn herum, oder um sie herum, es sind ja 3. Und dann wird sich das, so wie gestern, die Cinque Torri, wird sich das so langsam ergeben, bis man dann auf der anderen Seite ist und dann wirklich den Berg ganz sieht. Jo, also das hier ist auf jeden Fall eine Ikone. Das wäre die 5. Ikone dieser Reise. Schauen wir mal. Von der Kette da drüben hätte ich gern eins gemacht. Aber egal wo ich mal gestoppt bin und geguckt habe, da hat mich immer irgendetwas gestört. Dann habe ich letzten Endes es sein lassen. Hätte ich ein schönes Bild von rechts nach links, diese gesamte Kette. Aber entweder ist dann rechts zu verdeckt oder vorne ist zu verdeckt und so. Und man muss einfach wissen, wann es sich lohnt und wann nicht. So, hier würde ich die Kamera ausmachen. Das ist halt, was mich eben gestört hat. Es war einfach der falsche Winkel, würde ich sagen. Hier kannst du viel mehr arbeiten. Also ich zeig's euch mal. Also ich würde hier erstmal würde ich die 13 komplett isolieren. Die Berge rechts und die Berge links interessieren mich jetzt so nicht. Natürlich sind sie schön, aber das wäre einfach ein Element zu viel, glaube ich. Und hier bist du genau am Pass und du siehst halt diesen Weg hier irgendwie so nach oben. Und das ist halt schön fürs Auge, glaube ich, wenn man das drauf hat. Aber wenn das nicht in der Mitte ist, sondern irgendwie goldener Schnittmäßig etwas weiter links. Und dann nimmst du diese ganze Bergkette, die 13. Was ich auch noch mag, ist, dass das nicht das offensichtliche Foto ist. Das offensichtliche wird wahrscheinlich da unten irgendwo gemacht. Was ich auch machen werde, wahrscheinlich. Und dann vielleicht ist das mit dem Schattenland. Wir werden sehen. Wolkenmäßig sind so dünne Schleierwolken. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Manchmal ist das ganz gut, manchmal nervt das einfach. Out of line, so I see nothing. I just hide. You twisted my soul and opened
mal lieber in den Sucher gucken, bevor ich Scheiße laber. Wenn ich rechts und links die Berge isoliere, dann finde ich den Weg und die Kante, würde ich sagen, die ja eigentlich nicht das Interessanteste, aber eins der interessantesten Elemente im ganzen Bild sein sollte. Deswegen habe ich rechts die Berge da noch im Bild. Aber das stört mich nicht, das ist gut. Ansonsten ist alles wie gesagt. So, ich habe jetzt gerade ein Foto von den 13 gemacht und da mache ich jetzt nicht so den großen Aufwand zu zeigen oder zu erklären, was ich da Interessantes gemacht habe. Es ist einfach am Ende nur ein Foto von den 13. Die 13 sind echt super spektakulär, aber heute... Ich weiß nicht, also man kann es ja sehen. Die Sonne strahlt von hinten, es ziehen lange Schatten, der Himmel ist so dunstig, keine richtigen Wolken. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist am Ende, habe ich es jetzt gemacht, weil ich es verdient habe. Aber es ist halt einfach nur ein Foto. Da fand ich eben das von der Seite viel interessanter. Vielmehr hat mich dieser andere Berg interessiert, aber auch das ist nur ein Foto gewesen. Da habe ich auch noch ein Foto gemacht, aber auch da... Ich weiß es nicht, es ist irgendwie langweilig gewesen. Letzten Endes weiß ich gar nicht, ob ich diesen Teil ins Video mit integriere. Ich muss erstmal am PC gucken, wie die Bilder geworden sind. So, ich mache jetzt weiter. Fehlt noch eine ganze Weile hier. Ich habe mich gerade entschieden, wieder denselben Weg zurückzugehen, den ich eben gekommen bin. Warum? Weil der Weg, der dauert 1,5 Stunden ungefähr und mehr als eine Stunde davon ist runtergehen. Wenn ich eins extrem hasse, dann ist es, den Berg runterzugehen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den Weg nicht andersrum genommen habe. Dann will ich ständig hochgehen, aber kann ja nicht alles wissen. So, deswegen verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Reise geht weiter. Ich muss erstmal zum Auto. Tschüss. Okay. Okay. Hassen war eben ein bisschen drastisch ausgedrückt. Ich hasse nicht bergab wandern. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen bergab oder bergauf, dann würde ich immer bergauf nehmen. Das gefällt mir einfach mehr. Keine Ahnung warum.
Das dazu. Sicuramente non fanno Alles klar. Das ist so dieser GoPro, was? Ja. Das ist die alte GoPro.